Jetzt gehe ich ins Studio und werde berühmt. Hallo, mein Name ist Elmar Heckmann. Ich betreibe ein Tonstudio und in dieser Videoreihe helfe ich euch, Studioprofi zu werden. Und zwar in der Rolle des Musikers, der in der Aufnahmekabine steht. Ihr macht also Musik, zum Beispiel Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz, egal was, und möchtet sie professionell aufnehmen? Vielleicht wart ihr schon mal im Studio und das Ergebnis klang eher so. Obwohl es so klingen sollte. Das passiert sehr häufig, ohne dass der Tontechniker etwas dafür kann. Aber mit ein paar einfachen Tricks und Know-how verbessert ihr euer Ergebnis im Studio selbst. Ich erzähle euch, was ihr von einem Tonstudio erwarten könnt und was von euch erwartet wird, um am Ende eine professionelle Produktion zu haben. Außerdem zeige ich euch, was die einzelnen Musiker, Sänger, Schlagzeuger, Gitarristen usw. für einen gelungenen Studiobesuch vorbereiten müssen. Ich würde sagen, los geht's. Was passiert in einem Tonstudio? Obwohl durch die vielen Castingshows das Musikbusiness immer greifbarer scheint, haben sehr viele, überraschenderweise auch Bühnenmusiker, eine falsche Vorstellung von Tonstudios und was darin abgeht. Hier etwas Mythbusting. Erstens: Ein Tonstudio ist kein Plattenlabel. Das heißt, in einem Tonstudio bekommt ihr keinen Plattenvertrag. Bestenfalls habt ihr schon einen Vertrag und werdet von eurem Label ins Tonstudio geschickt. Oder ihr möchtet einen Plattenvertrag und braucht dafür ein gutes Demo. Dann müsst ihr selbst ein Tonstudio buchen, denn heutzutage werden Demos von Plattenbossen nur noch akzeptiert, wenn sie bereits wie professionelle Produktionen klingen. Auch Social Media Content darf heute nicht mehr wie aus dem Keller klingen. Zweitens: Tonstudios sind keine Castingshows. Hier sitzt auch keine Jury. Ein Tonstudio ist ein Unternehmen, also eine Firma, die ihr für die Arbeit bezahlen müsst. Tontechniker sein ist kein Hobby, sondern ein Beruf. Der Tontechniker wohnt im Normalfall auch nicht in seinem Studio, deshalb freut er sich auch darüber, wenn ihr ihn zu den üblichen Geschäftszeiten anruft und nicht sonntags oder nachts. Drittens: Tonstudios vollbringen keine Wunder. Shit in, shit out. Nur wer eine gute Performance abliefert, hat auch hinterher ein gutes Ergebnis. Auch die besten Tontechniker haben ihre Grenzen. Was ist nun wahr über ein Tonstudio? Ganz einfach. In Tonstudios wird Musik oder Sprache aufgenommen und abgemischt, damit man das Ergebnis als Download auf Social Media, Vinyl oder CD veröffentlichen kann. Und wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst gerne auch Kommentare da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao! Fun Fact zum Schluss: Schon in der allerersten Tonaufnahme aus dem Jahr 1860 hat das Lied einen versauten Text.